Tachchen, meine lieben Freunde, ich war an der größten Manga-Comic-Con Europas, der Dokumi. Es waren sehr stressige 3 Tage, meine lieben Freunde. Was ich dort alles so erlebt habe, von A bis Z, erfährt ihr alles in diesem Video. Sehr wahrscheinlich wird dieses Video auch eingeschränkt, gelb werden oder so, aber da ich ja sowieso nicht monetarisiert bin auf diesem Kanal, zu wenige Subscriber, ist mir das scheißegal. Und ich erzähle euch jetzt alles, was dort in diesem Pornobereich abging. Zuerst will ich euch noch sagen, meine lieben Freunde, jetzt haben wir etwa 4 Tage nach der Convention, seit ich wieder zurück bin in Zürich. Und ich muss sagen, ich bin immer noch nicht 100% fit. Ich denke, ich bin jetzt ungefähr bei 80% aufgeladen, weil vor der Dokumi war ich ja noch an der Fantasy Basel. Also gleich 2 Cons hintereinander. Das heißt, nach der Fantasy Basel hatte ich noch genau 2 Tage Zeit, um mich vorzubereiten für die Dokumi und ab ging die Post. Navi sagte ungefähr 6 Stunden von Zürich bis Düsseldorf, aber schlussendlich mit Stau und so waren wir fast 8 Stunden unterwegs. Und wir gingen natürlich sofort auf das Messegelände. Es war riesig, es war ein verdammtes Dorf. Alter Schwede, sowas habe ich noch nie gesehen. Mit 17 Hallen. Da haben wir endlich diesen Plan hier entdeckt und wir waren in Halle 5. Jo, die haben wir dann gefunden, haben vorne dran geparkt und wollten mal unseren Stand abchecken. Natürlich in der Seijin Area. Einlass nur mit Altersbändchen, das ihr in Halle 7 oder 3 finden konntet. Übrigens, warum sage ich wir und nicht ich? Weil ich nicht alleine war. Seit ich an der LBM beklaut wurde von den lieben deutschen Kollegen, habe ich mir geschworen, nie wieder alleine auf eine deutsche Convention zu gehen. Und so habe ich meinen lieben Freund Dusan mitgebracht, der auch ein Security ist und dort mit mir am Stand bleiben sollte. So konnten wir uns immer ein bisschen abwechseln. Wer bleibt hier am Stand, wer geht ein bisschen spazieren und es war toll. In der Halle 5 angekommen, war ich zuerst einmal fasziniert von all diesen Bildern, die ich dort gesehen habe. Auch ein klitzekleines bisschen geschockt, weil ziemlich viel Nacktheit zu sehen war und sehr explizite Szenen. Ja, also in den ersten 2-3 Minuten hatte ich etwa 50 Schwänze gesehen, die mir ins Auge stechen. Und nicht zu klein, auch von den Plakaten her und so. Sowas habe ich jetzt noch nie gesehen. Hat mich irgendwie voll so an eine Pornomesse erinnert. War ich jetzt auch noch nie an so einer. Aber ich habe da so ein paar Szenen aus dem TV gesehen und Sachen gehört, ja. Und dann, bis wir unseren Stand gefunden haben, ging es ein Weilchen, weil der Stand war einfach gar nicht da. Ich habe die Nummer gesehen, okay, hier müsste er sein, aber es war einfach nix. Keine Wände, keine Stühle, keine Tische, einfach gar nichts. Dann bin ich da zu diesem Infobereich gegangen und habe gesagt, ey, hallo, wo ist mein Stand hier? Und dann hat er so geschaut, aha, ihr Stand müsste da hinter diesem sein. Okay, dann bin ich nochmal dorthin gelaufen und habe mich nochmal umgesehen und habe wieder nichts entdeckt. Es ist nichts aus dem Boden gesprießen plötzlich. Und dann ging ich nochmal zur Info und dann war er am Telefon und ja, warte. Und dann habe ich einfach gewartet, bis dieser Typ endlich sein Telefonat beenden konnte. Und dann fragte er mich, ja, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Als ob er mich so zum ersten Mal jetzt sieht, dabei war ich vor 10 Sekunden schon bei ihm. Okay, und dann habe ich gesagt, hallo, ich brauche Tische, ich brauche die Wände, ich habe dafür bezahlt, was soll das? Ah, okay, ja, die Wände können wir jetzt leider nicht liefern, die werden erst morgen früh geliefert. Dabei hatten alle anderen Stände schon ihre Wände, außer ich. Und dann gab er mir 3 Tische. Eigentlich habe ich 2 Tische bestellt, 180 cm. Und dann hat er gesagt, ja, wir haben leider diese Größe nicht mehr, aber dafür gebe ich dir 3 kleinere Tische, dass wir auf diese Größe etwa kommen. War geil, dass wir auch mit dem Auto in die Halle reinfahren durften. Dann habe ich alles aus meinem Kofferraum genommen und alles so auf die Tische gestellt, abgedeckt und nichts dekoriert oder so, weil wir waren sehr hungrig und müde von der ganzen Reise. Und wir haben gehört, dass es ein Stadtteil Little Tokyo gibt in Düsseldorf, wo es ganz köstliche Ramen gibt. Und dann dachten wir, okay, checken wir mal ab diese. Überall Japanese-Style, Ramen-Bars, Sushi-Bars und ganz viel Zeug. Es war ein bisschen unwohl hier, weil irgendwelche Penners auf der Straße wollten die ganze Zeit Kleingeld und so, aber okay, ich musste natürlich ein bisschen hier alles filmen. Überall Riesenschlangen, Alter. Überall muss man anstehen, hier nicht, aber sieht gut aus.
fett. Grillzeug und Rahmen haben sie auch. Guckt mal hier. Dieses scharf. Oh yeah. Ein wirklich sehr schönes, traditionell japanisches Restaurant. Ich habe natürlich ein bisschen Limonade getrunken, weil gestern hatte meine Frau Geburtstag und ich habe ein bisschen alt gesoffen. Hier ein bisschen Beef, sehr, sehr lecker. Diese Gyoza auch köstlich und diese Ramen hier nicht so geil wie in Japan, aber sehr, sehr geil. Das waren so Tintenfischbällchen, auch ganz geil. Und hier sogar noch ein stinknormaler Kiosk, auch ein bisschen Anime-Style dekoriert mit Dragon Ball und so Sachen. Am nächsten Tag ging es dann los mit der Dokumi um 12:30 Uhr für alle, die schon VIP-Ticket hatten. Die konnten natürlich eine halbe Stunde früher rein. Wir waren etwa um 10 schon dort, weil ich natürlich noch die Wände dekorieren wollte und so. Aber die Wände waren immer noch nicht da. Und dann ging ich wieder zum Mietvorstand. Hallo, wo sind die Wände? Ja, sie sind unterwegs. Und dann ungefähr nach einer halben Stunde sind sie zum Glück endlich angekommen. Und dann konnten wir endlich mal den Stand schön dekorieren. So hat es ausgesehen am Schluss. 2 Wände à 2 Meter habe ich gebucht und muss sagen, sieht schon echt geil aus. Vor allem mit diesem 1 Meter auf beiden Seiten Zusatz, den wir bekommen hatten, konnte ich schön alles hier aufhängen. Auch die Shirts bei diesen Seitenmetalldingern und so. Schön dekorieren. Und hier sehen wir, ja, mein Merch, die Bücher natürlich, eingerahmte Bilder, ganz viele sehr, sehr sexy Postkarten, leider nicht zu sexy, also leider nicht sexy genug für diese Halle 18 hier. Im Gegensatz zu den anderen hier, das ich alles gesehen habe, bin ich wirklich Mickey Mouse. Hier noch die wunderschöne Silenos-Statue und hier noch mehr Bilder. Ich dachte, okay, ich wähle jetzt mal ein bisschen sexiere Bilder aus, aber ja, hier noch die Statue, die ihr vorbestellen könnt. Guckt den Link in der Beschreibung und hier haben wir noch größere eingerahmte Bilder und natürlich die andere Figur, der Prototyp von Sexy Medusa. Es füllte sich langsam, immer mehr und mehr Leute kamen. Ein wirklich sehr, sehr, sehr bunter und lustiger Haufen. Was ich jetzt dort alles gesehen habe, hui, hui, hui. Hier draußen gab es zum Glück recht viele Foodstände und so, konnte man immer wieder was futtern. Und hier in der Seijin Area, hier sieht man eine Bühne und dort auf diesem kleinen TV dort wurden ganz viele Pornos gezeigt. Dieser grünen Grasfläche war so Restaurant-Style und dort wurde gesoffen. Ja, nur in dieser Halle gab es Alkohol. Und viele Grüppchen haben sich dort einfach zum Trinken versammelt und ein bisschen herumspaziert und Pornobilder angesehen. Und genau, bei diesen TVs, es waren ungefähr 3 TVs in den Hallen verteilt. Bei manchen liefen so Bondage-Zeug, da sieht man, wie eine Frau so gefesselt wird und aufgehangen an diesem Bondage, also die Hände hinter den Rücken und die Beine auch an den Rücken befestigt und dann kommt einer und steckt ihr den Penis in den Mund und dann wird da so rumgeblasen und so, auch gevögelt wurde heftig, Hardcore-Zeug hat man gesehen und man sah auch Fisting und ja, ganz viel interessantes Zeug. Es waren sehr, sehr viele Simps immer so rundherum und diesen TV und haben so geglotzt. Oh. Natürlich bin ich auch immer wieder ein bisschen so herumgelaufen, weil ich habe einen guten Freund von mir, den The Art of Matthew, gesucht. Diesen hier, ein sehr interessanter Junge aus der Slowakei, der zum ersten Mal im Leben jetzt an einer Convention war. Genau, ihn ging ich mal kurz besuchen und dann unterwegs dorthin habe ich auch ganz viele Cosplay-Stände gesehen von diesen sexy Cosplayerinnen. 2 von denen hatte ich sogar gefolgt im Insta. In Live haben sie überhaupt nicht so ausgesehen auf den Bildern, aber es war schon merkwürdig irgendwie, weil man sieht teilweise die Mädels dort so am Hängen wie so ein kleines Häufchen Elend und rundherum sind alles Nacktfotos von ihr, wo sie ihre Titten rausstreckt und so oder den Arsch in die Kamera streckt und so und bei vielen konnte man zahlen.
und dann zeigt sie dir ihre Brüste für 60 Euro oder so und man konnte auch so Fotos machen, wo man ihre Brüste anfasst, auch für 50 Euro oder so. Für 30 Euro würde sie sich auf dich hinsetzen, also du gehst auf den Boden, so wie ein Stuhl und sie setzt dich hin und du kriegst ein Selfie für 30 Euro oder sie slappt dich einmal für 10 Euro und ja, schon ein bisschen kranke Scheiße, aber es gab so viele, die voll darauf gestanden sind, alles so Typen, die wahrscheinlich diese Mädels auf OF abonniert haben und sie endlich mal live gesehen hatten und so und für sie ist das so ein Riesenerlebnis, dass sie geschlagen werden und dass man sich auf sie draufsetzt und so Scheiß. Ja, ist gar nichts für mich, aber ich fand das trotzdem irgendwie interessant zu sehen. Vor allem beim Männerklo. Eigentlich bin ich es mir gewohnt, dass bei den Frauenklos immer eine Riesenschlange ist, aber dort war es genau umgekehrt. Alle Männer sind dort Reihe gestanden und haben gewartet, bis endlich mal ein Klo frei wird. Und ich dachte, what the fuck, man, müssen die alle scheißen oder was? Und dann ist es mir im Sinn gekommen, die gehen sich allein wichsen dort, alter Schwede. Und dann bin ich auch einfach mal so angestanden und habe gedacht, ach komm, scheiß drauf. Dann habe ich mich einfach so nach vorne gedrängelt in der Schlange und sah, dass all die Pissoirs frei sind. Und ich sagte dann, hey, die Pissoirs sind frei. Und auf einmal sieht man die halbe Schlange alle nach vorne stoßen. Niemand hat geguckt, so alles NPCs. Ja, einmal auf der Toilette habe ich auch so zwei Jungs reden gehört. Da sagte der eine, hey, wollen wir ein bisschen Kokain schnupfen? Und der andere sagte, oh wow, cool, hast du was dabei? War auch schon witzig, ja. Schon sehr, sehr, sehr speziell, das mit den Cosplayerinnen, also für 60 Euro lassen sie sich begrapschen von fremden Männern und so. Und da frage ich mich auch, was würden sie wohl für 200 Euro machen? Da muss man schon, würde ich jetzt mal sagen, entweder sehr tief gesunken sein, das Geld so richtig nötig haben, oder sie stehen einfach drauf, ne? Man muss alles akzeptieren. Jedem das Seine. Wer bin ich zum Urteilen? Der erste Tag ist recht gut gelaufen, ist jetzt nicht so bumsvoll gewesen dort. Freitag ist immer so ein bisschen ruhiger. Einige Bücher habe ich verkauft, aber für viele war es zu soft. Alle, die reingeblättert haben, haben gesagt, also nicht alle, aber 3, 4 von denen, vor allem Frauen, haben gesagt, oh nee, ist mir zu soft. Oh nee, ich brauche ein bisschen Hardcore. Oh nee, ich suche schwulen Pornos. Okay. Ja, und wenn ich auch mein Zeug mit allem anderen verglichen habe, dann habe ich schon gecheckt, dass mein Zeug wirklich das Softeste war in dieser Ü18-Halle. Warum hat man mich denn überhaupt in die Ü18-Halle gesteckt, meine lieben Freunde? Eigentlich wollte ich ja dort tätowieren. Ich habe mich für das Tätowieren angemeldet und zuerst hieß es, ja, limitierte Plätze, bla bla. Und dann hieß es, oh, sie wurden ausgewählt, dies, das. Ich habe meiner Mitarbeiterin schon gesagt, hey, du kommst mit. Wir gehen auf die Dokumi, tätowieren, Tattoo-Stand, bla bla. Am nächsten Tag bekam ich dann eine Absage. Nee, geht leider doch nicht. Und so blieb ich dann eben in diesem Ü18-Bereich, aber einfach nur mit dem Manga. Aber ich habe auch von vielen anderen gehört, dass in anderen Hallen zum Beispiel, die normalen Hallen, nicht Ü18, sobald ein Bild oder ein Plakat oder so ein bisschen mehr Haut zeigt, ein kleines bisschen freizügig ist, heißt sofort runter damit, zu sexy und so. Also war ich irgendwie genauso irgendwie in der Mitte, keine Ahnung, Mann. Es war viel zu soft für den Ü18 Hardcore-Bereich, aber es war zu Hardcore für all die anderen Hallen. Tja, und so blieb ich dann dort als Softie. Schon interessant. Alle anderen Artists, Mann, die hatten so explizite Bilder, so richtig Schwanz in Muschi und so, Double Penetrations, Tentacle, Sex und so Sachen. Und so große Artprints und so. Und ich habe mich dann gefragt, wer kauft sowas und was machen die damit, Mann? Das kannst du ja nirgends aufhängen. Willst du das ins Wohnzimmer hängen oder ins Schlafzimmer und so? Hast du Familie oder Gäste, die ab und zu dir kommen oder so?
Ich denke auch, da muss man schon so ein einsamer Weep, Geek oder wie man dem auch sagt, sein. Ohne soziale Interaktion und so und einfach so das Zimmer vollgekleist hat mit so voll der krassen Hardcore-Hentai-Motiven und sich dauernd einen abwichsen. Ja, ich denke, das sind eventuell solche Leute. Ich will jetzt nicht urteilen, vielleicht sind es auch ganz andere, aber ich stelle mir das ein bisschen komisch vor, jetzt da so ein riesen Sexbild, explizite Szene auf der Wand zu haben. Tja. Gegenüber von mir gab es so einen Stand, einen riesigen Stand, so in U-Form mit tausenden Dildos. Ja. Und was ich bemerkt habe, ganz viele Männer, die sich dort Dildos reinziehen. Interessant. Wie auch immer. Später erzähle ich noch ein bisschen mehr über die Eindrücke und so. Auf jeden Fall, nach dem ersten Tag hatten wir dann so ein Dinner, das von der Messe spendiert wurde, so ein Messedinner, wo wir dann gratis hingehen konnten. Und dann sind wir noch ein bisschen so durch die anderen Hallen gelaufen und wollten zum Ausgang und da mussten wir natürlich an Halle 1 vorbei. Ja, guckt mal, was wir hier haben. Fetten Ultraverse-Stand. Interesting. Ich glaube, ich sollte hin und Jo fragen, ob wir Scarecrow-Figuren zusammen herstellen. Und genau sowas habe ich gesucht. Figuren, meine lieben Freunde, das lässt mein Sammlerherz höher schlagen. Wow, die Preise sind schon ziemlich hoch. Wenn man die originalen Preise aus Japan kennt, dann kauft man hier nicht mehr ein. Aber es war schon ein Augenschmaus, das Ganze hier zu betrachten. All die verschiedenen sexy Figuren hier von Evangelion. Einfach sehr geil. Digimon-Zeug gab es auch. Teuer, aber ja, den fand ich ganz geil, sehr detailliert. Oh, shit, Mann. Alter Schwede, du. Und hier der Motherfucking Guts. Einfach brutal, meine lieben Freunde. Guckt euch mal an, wie realistisch der gemacht ist. Herrlich. Hier noch andere Figuren. Hier was von Claymore. Sehr selten. Sehe ich zum ersten Mal so in freier Wildbahn. So, und dann sind wir zu diesem Aussteller-Dinner hin. Das war in so einem Hotel. Echt schick, hat mich fast ein bisschen an eine serbische Hochzeitsfeier erinnert. Hier schön neben dem Rhein. Natürlich hier ein Gläschen Sekt oder Champagner, was auch immer das war. Dann kam der Organisator, womöglich, hat noch hier eine kleine Rede gehalten. Und dann wurde endlich mal geschmaust und gefuttert. Alles Mögliche gab es, von Fisch bis Fleisch, Gemüse, tralala. Hier noch ein fettes Partyboot. Und ja, ein paar Bierchen haben wir gekippt und dann gingen wir zu diesem Shuttlebus, weil wir haben irgendwo geparkt, suchten jetzt mal erst unser Auto. Das mit den Parkplätzen war auch so eine verdammte Schweinerei. Ich bin so lange rundherum gefahren bei diesem Labyrinth und diesem ganzen Areal. Ich habe extra irgendwie 80 € bezahlt für einen Platz im Parkhaus P4. Aber leider waren alle Straßen blockiert zu diesem Parkhaus P4 und überall waren diese Leute mit diesen grünen Westen und jeden, den ich gefragt habe, 5, 6 Stück, ganz bestimmt, kein einziger von denen konnte mir sagen, wie ich zum P4 komme. Und dort habe ich irgendwie schon eine halbe Stunde, 40 Minuten verloren, indem ich das gesucht habe und die Leute gefragt habe und am Schluss habe ich einfach dort geparkt, wo die normalen Besucher parken. Und dann kam so eine, ja, sie müssen trotzdem bezahlen. Was? Ich bezahle doch einen Scheißdreck, Alter. Ich habe schon 80 € bezahlt, Mann. Genug für alles hier. Und dann werde ich hier so noch gefickt von euch, Mann. Ganz bestimmt nicht. Und dann hat er gesagt, ja, okay, dann lassen wir es eben mal so. Dreck, Mann. Und weiter geht's mit dem zweiten Tag, Samstag. Der Samstag ist eigentlich immer der vollste und ich muss sagen, Samstag ist so richtig eskaliert. Erstmal noch ein bisschen durch die Hallen gelaufen hier, nochmal ein paar fette Figuren von Neon Genesis Evangelion
angeschaut, waren richtig hübsch. Würde ich mir kaufen, hätte ich Platz dafür. Aber nein, leider nein. Und hier noch eine Pokémon-Karte. Also das Päckchen musste ich mir natürlich kaufen. 18 Euro, Prismatic Evolutions. Normalerweise kostet es nur 5. Und hier haben wir eine wunderschöne Resident Evil Section entdeckt. Nostalgie pur, also wirklich sehr geil. Ich liebe einfach Resident Evil, bin damit aufgewachsen und ich hoffe, ihr habt schon den Trailer zu Resident Evil 9 gesehen. War echt brutal. Ich freue mich. Hier noch ein paar Sakura-Bäume, konnte man ein bisschen malen, zeichnen auf der Wand und so. Hier dieser Ghostbusters-Geist und so. Ja, war schon cool, dass wir immer ein bisschen früher rein konnten, weil es nicht so voll ist. Aber ja, als ihr seht, es hat sich ziemlich schnell gefüllt, die ganze Sache. Hier wieder back to the Seijin Area und let's go to the Stand. Also wenn man so hier herumläuft, muss ich schon sagen, es ist eine verdammte Explosion der Eindrücke, die auf einen zudonnern. Also ich habe noch nie so viele halbnackte Mädels auch gesehen, Cosplayerinnen, wurde ich oft abgelenkt. Ja, hier wurde nicht geklaut bei diesem Security hier. Er hätte euch lebendig aufgefressen. Und dann gab es fett indisch Food mit unserem lieben slowakischen Freund Matej und seiner lieben Freundin Veronika. Dritter und letzter Tag der Dokumi, meine lieben Freunde. Ihr seht, es ist ein wunderschönes Pisswetter. Hier hinten sind welche am Abdancen. Ich weiß nicht, woher die Motivation kommt. Um 8 Uhr morgens tanzen auf der Straße. Interesting. So, jetzt geht es nochmal in die Seijin Arena. Stand nochmal schmücken und öffnen. Und dann let's go! Diese zwei hübschen Mädels hier habe ich 3 Tage lang beobachtet. Die eine von denen, die Blonde, die hatte jeden Tag ein anderes Cosplay an. Und man konnte sich bei denen bondagieren lassen. Also ihr wurdet gefesselt und dann so auf eine Art Schaukel aufgehängt. Und ja, das lief ziemlich gut. Viele Männer, ja, Frauen sowie auch Männer haben das mit sich machen lassen und wurden gefesselt und konnten dort ein bisschen rumhängen. Ja, war interessant zu sehen, was die Leute so mit sich machen lassen. Es ist auch eine spezielle Kunst für sich, dieses Bondage-Style-Zeug. Vielen herzlichen Dank an alle, die an meinen Stand gekommen sind und sich was gekauft haben. Manga, Merch, Bilder, T-Shirts oder einfach nur Hallo gesagt haben, mich begrüßt haben und so, mich erkannt haben. Auch viele von der letzten Convention, von der LBM, die mich erkannt haben, fand ich auch sehr geil. Auch wieder ganz viele neue, die mich vom YouTube gekannt haben und gesagt haben, hey, du bist doch der von YouTube, ich folge dir, ich will unbedingt ein signiertes Buch und so, war echt geil. Manche von den Leuten waren vereinzelte, also einer zum Beispiel kam und dann hing er so an meinem Stand herum, griechische Mythologie, ich kenne mich aus, ja, Medusa und Poseidon und so und tralala. Und ich so, ja, genau, mein Buch Revenge of Medusa ist ziemlich akkurat gemacht, blätter mal rein. Nee, ich will nicht, aber weißt du, wegen Perseus und Zeus und bla 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 bla. Und dann wollte ich einfach so irgendwie eine halbe Stunde lang mit mir über griechische Mythologie quatschen, ohne irgendwas zu kaufen oder nicht mal mein Buch aufschlagen wollte. Das war schon speziell, Mann. Ein paar deutsche Manga-YouTuber habe ich auch noch getroffen in der Seijin-Halle. Habe kurz Hallo gesagt, also ich kenne sie ja nicht persönlich, aber von den Videos und so sind recht Bekannte. Und ja, habe ich gefragt, ja und filmt ihr hier ein bisschen? Und sie sagt sofort, nein, das ist verboten zu filmen in der Seijin Area. Und dann sagte ich, okay, na dann, wenn es verboten ist, viel Spaß noch zusammen. Und den Yo-Manga habe ich getroffen, den hier war auch echt ein sehr cooler Typ, hat auch mal ein Review gemacht von meinem Manga. Den Sir Lecter habe ich leider nicht getroffen. Er war auch zu beschäftigt die ganze Zeit. Sehr viele Leute haben nach dem zweiten Teil von Revenge of Medusa gefragt und da habe ich mir gesagt, ich gehe erst wieder an eine deutsche Convention, wenn Teil 2 draußen ist. Weil ich habe gesehen, mit nur einem einzigen Titel ist es sehr schwierig. Ein Nachbar gleich neben mir hatte auch 3 Tische
voll mit irgendwie 300 Hentai-Titeln, alles auf Englisch. Alter Schwede, bei ihm war ständig Hochbetrieb. Alle wollten das Hardcore-Hentai-Zeug, weil ich denke, alle, die in die Seijin-Area gingen, die haben genau nach Hentai gesucht, also Hardcore-Porno und nicht so ein softiges Zeug wie Resident Evil, wie Revenge of Medusa. Ich denke, der Typ hat schon in den ersten 2-3 Stunden über 5.000 Euro gemacht, dieser Typ, bei ihm lief es brutal, Mann, brutal. Und darum, ja, will ich auch mal versuchen, ein bisschen neue Lizenzen reinzuziehen. Ich habe schon etwa 15 japanische Verlage angeschrieben und so, aber leider keine Antwort bekommen, weil ich bin noch ein zu kleiner Verlag und schwierig in das Ganze ein bisschen reinzukommen. Aber ich denke, wenn das mal so richtig läuft, dann kommt der Batzen rein, ja. Tja, und jetzt wegen den Batzen, was habe ich dort verdient, muss ich ehrlich zugeben, nichts Nennwertes. Ich habe die Standkosten rausgeholt, die Benzinkosten und die Parkplatzkosten und so. Und ja, vielleicht ein klitzekleines bisschen plus, was obendrauf noch verdient. Wenigstens nicht auf null, aber es war niemals fünfstellig, so wie auf einer Schweizer Convention, wo ich tätowiere. Das, was ich jetzt da 3 Tage Dokumi verdient habe, verdiene ich normalerweise in der Schweiz eine Tattoo-Con in den ersten 3 Stunden, plus minus. Ja, aber mitmachen ist alles. Präsenz zeigen, meine lieben Freunde. Das fand ich sehr, sehr geil. Ja, ich denke, das ist schon wichtig. Consistency und Präsenz auf jeden Fall, ja. Natürlich konnte ich auch wieder mal sehr gute Kontakte knüpfen zu verschiedenen anderen Verlegern und so Distributoren, weil das werde ich brauchen. Mein Manga Revenge of Medusa ist momentan nur bei der lieben Manga-Ecke erhältlich, weil ich habe mit denen einen Exklusivvertrag bis Juli und ab Juli kann ich dann den Manga noch weiter verschicken überall, dass es für euch, meine lieben deutschen Freunde, noch zugänglicher wird. So, ich musste mich jetzt ein bisschen frei machen, weil hier haben wir 31 Grad und hier in diesen ganzen Betonklötzen hier in dieser Siedlung, 4. Stock, schlimm. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, fand ich die Dokumi geil, also sehr faszinierend und sehr, sehr eindrücklich. Sehr, sehr viele tolle Menschen kennengelernt, neue sowie auch alte, die ich wieder getroffen habe, war sehr geil. Es war richtig schön entspannt. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in der Seijin Area, weil nur Erwachsene sind dorthin gekommen, keine irgendwelche Kiddies, die hier herumblättern und nur so dumm gucken oder dumme Fragen stellen und so, sondern wirklich erwachsene Leute, die auch Geld für sexy Zeug ausgeben wollten. Es war ein richtiger Augenschmaus, ab und zu, nicht immer. Also viele nette, hübsche, freizügige Mädels gesehen und auch sehr, sehr viele Typen gesehen mit Röcken und Perücken und so Transen-Style, wenn man das so sagen darf in der heutigen Zeit. War schon interessant zu sehen, gibt es in der Schweiz nicht so extrem wie in Deutschland, aber okay, ja. Es war cool, ich habe viele Mangas verkauft, mehr als auf der LBM damals, weil irgendwie hilft das schon mit dem ganzen YouTube und so, wegen Reichweite und die Leute werden da auf einen aufmerksam, was auch sehr hilft als Self-Publisher, ist natürlich Kooperationen mit anderen YouTubern zu machen, dass über euer Zeug geredet wird und so sehen es ganz viele anderen und ja, auch solche sind dann zu mir gekommen, hey, ich habe gesehen in dem und dem Video wurde über dein Manga geredet, hier, ich will ihn kaufen, geil. Es war entspannt, es war sehr entspannt, weil bis jetzt auf jeder Convention, an die ich ging, hatte ich immer irgendwie so ein größeres Ziel. Ich weiß noch, bevor ich mein Manga fertig hatte, hatte ich ja ein kleines Büchlein mit 3 Kapiteln und dort war mein Ziel jedes Mal mit den Verlegern zu reden. Dieses Mal musste ich mit dem Verlag sprechen, dieses Mal mit dem, dann das nächste Mal mit dem, dann mit dem und jedes Mal immer so mit diesem Ziel und ja, okay, Fokus, das und das muss ich erledigen, bla bla und dann zurück. Auf der LBM auch, falls ihr das eine Video gesehen habt von mir.
wenn ihr treue Zuschauer seid und schon meine alten Videos kennt, da gibt es so ein Video, das jetzt leider gelöscht wurde von mir. Und dort sieht man ja mein großes Ziel, das ich hatte an der LBM. Und das war mit einem gewissen Verlag Figuren herzustellen von einem Charakter von diesem Verlag. Und ja, das war dann auch stressig, weil dort hatte ich ganz Zeit diesen Fokus, okay, jetzt muss ich das erledigen. Und dieses Mal heute, also heute an der Dokumi, hatte ich das nicht. Mein einziges Ziel war, Spaß zu haben und so viel Mangas wie möglich zu verkaufen und tolle neue Leute kennenzulernen. Was ich als einziges noch gerne gesehen hätte, was oder wen, war der Harut und der Ontan. Ja. Ich und mein Kumpel, der Dusan, der auch mit mir am Stand war, wir sind schon Fans, kann man so sagen, von den zwei, und wir verfolgen viele ihre YouTube-Videos und TikToks und natürlich Reels und so. Und ja, ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, dass die zwei jetzt da in der Seijin Arena an meinem Stand vorbeilaufen und ich sagen kann, ey Harut, ey Ontan, komm, schaut euch das an, den Manga und so. Einfach mal nur, um Haruts Meinung vor allem zu hören, was er zu meinem Manga denkt. Ja, aber hat nicht geklappt, egal, war trotzdem geil. Das Einzige, was ich scheiße fand, war die Organisation. Also am Anfang hatte ich keine Stühle, keine Tische, keine Wände, gar nichts. Und es ging erst kurz vor der Öffnung, am nächsten Tag bekam ich dann die Wände zum Dekorieren. Das war verdammt stressig, auch wegen den Parkhäusern und so, dass mir niemand sagen konnte, wohin ich muss und so, dass niemand eine Ahnung hatte, dass ich da die ganze Zeit Kreise drehen musste und um das Areal. Am zweiten Tag habe ich endlich mal das Parkhaus gefunden, das P4, und dann noch am Ende, wo wir dann alles zusammengepackt haben und so, hieß es von der Information, diese Infostand-Typen da hatten gesagt, um 5:30, um 6 ging es ja zu, um 5:30, ja, ihr könnt schon mal langsam vorfahren in die Hallen und so, ab 6 könnt ihr dann in die Hallen fahren und so. Und dann ging ich zum Auto und dann konnte ich nicht ins eine Tor rein. Nö, das geht nicht, da brauchst du nur ein spezielles Zufahrtticket, das auch irgendwie kostet. Und dann ging ich zur anderen Seite, war aber blockiert, dann musste ich alles rundherum fahren. Und dann hieß es, ja, erst ab 7. Und der andere sagte, yeah, erst ab 19:30 Uhr darf man rein. Und ich so, fuck man, Alter. Und das war das reinste Chaos auf den Straßen. Ich konnte nirgends mehr hindurch und dann dachte ich, fuck man, ey, jetzt so kurz vor Schluss, jetzt muss ich irgendwie 1,5 Stunden draußen warten und so, wie ein Trottel. Dann habe ich das Auto irgendwo geparkt, noch ein bisschen gewartet, wollte wieder in die Halle rein, aber es war unmöglich und viel zu weit zu Fuß. Dann ging ich wieder zurück zum Auto und dann habe ich irgend so eine Bar gefunden und dann habe ich mir dort noch ein Bier reingekippt und ein paar Zigaretten geraucht. Und bis ich dann endlich mal in die Halle rein durfte und zusammenpacken und wir dann endlich verschwinden konnten. Ja, das war sehr stressig, die ganze Organisation. Da würde ich euch, liebe Dokumi-Leute, vorschlagen, ein bisschen mehr auf das zu achten. Ja. Und sonst, ja, wie auf allen Conventions, war sehr teuer. Die Getränke dort waren teuer, das Food auch. Ich habe nur einen fetten Burger von diesem Mother Trucker gegessen, so ein Chili Cheese, der war echt geil, muss ich sagen. Und sonst, ja, plus minus war schon okay. Eben, ich empfehle euch auch, wenn ihr auf die Dokumi geht, dann kauft euer Food und Essen lieber irgendwo draußen für einiges günstiger. Und ja, einen Tag, ich glaube am zweiten Tag war das, wurde mir plötzlich irgendwann voll schlecht, mir wurde fast schwarz vor Augen, weil irgendwie der Blutzucker ist gesunken, keine Ahnung. Und dann ging ich noch raus an die frische Luft und immer wieder so ein bisschen Gesicht waschen und hier am Hals und so. Und ich dachte, boah, Alter, fuck. Und dann kam noch irgendwie so ein Kunde, der eigentlich gar nichts kaufen wollte und hat irgendwie gelabert, dass er dort arbeitet und über seine Arbeit geredet, als Stromer und so, dies, das. Und ich stand so dort herum und dachte einfach, Alter, kauf jetzt einfach was oder geh, Mann, verdammte Scheiße, ey. Ich kipp bald um. Und ich habe eben nichts gegessen. Das war das Problem. Ich habe nur Cola Zero getrunken und dann habe ich noch einen Kaffee getrunken und irgendwie 5 Zigaretten geraucht und kein Wunder, war ich kurz vor dem Kollabieren.
Und dann habe ich schnell ein Brötchen genommen und dann ging es mir sofort wieder besser. Also ja, ich konnte es mir eigentlich denken, auch bei meinen Kunden im Tattoo-Studio, wenn ihnen ab und zu schlecht wird, dann gebe ich ihnen Zuckerwasser, also einen Zuckerwürfel im Wasser. Und ja, weil ich trinke ja immer alles Zero ohne Zucker und so, aber Zucker tut eben schon ab und zu mal gut, so ein kleines Schlückchen, um wieder zu sich zu kommen. Ja, das war interessant. Also empfehle ich euch, liebe Leute, immer etwas essen vor dem Convention-Besuch. Ach ja, bevor ich es vergesse, es gab noch einen, der hat einen Manga von mir gekauft und bei jedem habe ich immer gefragt, soll ich dir signieren? Und alle haben natürlich ja gesagt, weil wie geil ist das denn? Man kriegt gleich eine Signatur vom Künstler vor Ort. Und ein einziger hat gesagt, nö, das passt schon. Und ich so, okay. Und genau in diesem Moment, als der gehen wollte, kam ein anderer von der Seite, hey Darko, du bist der von YouTube, ich folge dir, du musst mir unbedingt das Buch signieren und so, ich brauche eine Signatur von dir. Und ich so, okay, cool, nice. Und dann der andere, der keine Signatur wollte, der hat sich dann so umgedreht, so, okay. Und ich habe das Gefühl, dann fand er es wie blöd, so wieder zurückzukommen, wegen Signatur zu fragen, sondern ging dann zum Stand gegenüber und hat sich so ein Dildo gekauft, den er sich in den... Dann gibt es noch eine ganz kleine Sache, mit der ich über euch reden will, meine lieben Freunde. Und betreffend dieses gelöschten Videos von meinem Kanal hier. Und zwar, falls ihr das Video gesehen habt, dann wisst ihr ja, dass ein gewisser Verlag aus der deutschen Manga-Szene mir gedroht hat mit Anwalt und so. Nach diesem Video bekam ich das Schreiben von ihrem Anwalt. Sie haben mir tatsächlich einen Anwalt auf den Hals gesetzt, der sehr, sehr, sehr aggressiv war. Und da war ein verdammtes Riesen hin und her. Und weil es ja deutsches Recht ist dort, hatte ich zuerst meine Schweizer Anwältin und so, die mir dann einen deutschen Anwalt empfohlen hat. Also sie hat mich quasi zu ihm dann rübergeschoben. Und mit diesem deutschen Anwalt bin ich heute immer noch dran. Mit der Gegenseite, weil sie keine Ruhe gibt. Eigentlich ziemlich sinnlos das Ganze, ja. Weil es ging ja so um eine Figur, die ich ja hergestellt hatte, als Prototyp, mit der Hoffnung, dass man damit Business machen kann. Ich habe dem damals auf der LBM, diesem Verlagschef, gesagt, guck, wenn du jetzt dein Ja gibst, okay, dann wären die Figuren zur LBM bereit. Wollte er nicht. Er wollte lieber einen Anwalt auf mich hetzen. Und ja, so läuft das immer noch. Ich habe das Video gelöscht, weil mein Anwalt mir das empfohlen hat. Also eigentlich wollte ich es lange nicht löschen, weil ich wollte schon, dass ihr auch wisst, um was es geht und meine Sicht auf das Ganze sieht und so. Und ich habe da in den Kommentaren sehr, sehr, sehr große Unterstützung auch bekommen und so. War ja klar. Der Anwalt hat dann mein Video analysiert und er hat mir eine riesige Liste geschickt und hat mir dann geschrieben, bei Minute 2:23 sagst du das und das könnte so und so verstanden werden. Hier machst du Werbung für dich, das darf man nicht. Hier zeigst du das Produkt viel zu lange, das muss man kürzen. Das muss man kürzen, das muss man zensieren, das, weil es sonst so rüberkommt, als ob ich diesen Verlag schlecht mache und so. Und dann dachte ich, ach komm, scheiß drauf, Alter. Und bis ich jetzt das alles editiert habe und alles, man, da vergehen Tage wieder und ich hatte einfach keinen Bock auf das. Und dann habe ich es einfach gelöscht. Und ja, jetzt warte ich immer noch, ob das jetzt okay ist, weil ich denke schon, dass es wegen dem Video die Gegenseite auch ziemlich ausgerastet ist. Ja. Und 3 Leute habe ich getroffen von diesem Verlag an diesem Dinner. 2 von denen habe ich so von Weitem gesehen und die haben mich so angeguckt, so mit einem richtig krassen Todesblick, um mich wissen zu lassen, dass sie mich hassen. Okay. Einer von denen, also der dritte, stand plötzlich so neben mir und er sagt, hey Darko, hey, schön dich zu sehen und so, hey, es tut mir voll leid wegen dem Ganzen und so, wegen diesem Stress, alles sinnlos, bla bla. Und ich habe so richtig gemerkt, dass diese Person sich so wie ein bisschen fremd schämt wegen der ganzen Sache dort, die abgelaufen ist. Und ich sagte, ja du, ist schade gelaufen, ja, ich würde schon noch gern mal mit deinem Boss hier reden wegen der ganzen Sache und so, aber
eigentlich völlig sinnlos, das Ganze. Sage ihm nur einen lieben Gruß. Ja. Und so, das war's, meine lieben Freunde, von diesem Video. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, zuzusehen, zuzuhören. Lasst ein Like da und subscribe, dann sieht man sich nächstes Mal wieder. Adios, amigos.